Hallo ihr lieben Rapture-Fans und alle, die es werden möchten. Ich bin Ilja und habe heute ein neues Video für euch. Heute soll es weiter um die Grundregeln von Rapture gehen. Wenn ihr bisher noch nicht das vorherige Video zur Erklärung der Profilkarte und den damit verbundenen Regeln angeschaut habt, dann rate ich euch unbedingt, das nachzuholen, da dieses Video daran aufbauen wird. Im Detail beantworten wir heute die Fragen: Wie messe ich richtig? Was ist eine Sichtlinie? Wie führe ich Aktionen und Reaktionen aus? Welche gibt es? Und wie funktioniert das Kampfsystem im Grunde? Los geht es mit der Sichtlinie. LOS und LOS oder eben Line of Sight ist die gängige Abkürzung dafür. Viele Aktionen, wie zum Beispiel Fertigkeiten, setzen voraus, dass ich, oder besser gesagt meine Einheit, die Aktion ausführt, das Ziel sehen muss. Das prüfe ich aus zwei Blickwinkeln, von oben und auch von der Seite. Von oben bilde ich einen Sichtkorridor von den jeweiligen Außenkanten der Bases der Einheiten. Solange in diesen Sichtkorridor nichts hineinragt, sehe ich meinen Gegner ohne Einschränkungen. Wenn ein Hindernis teilweise in diesen Korridor hineinragt, bekommt mein Gegner Deckung und bekommt nochmal zusätzlich 2 Widerstand. Wie Deckung aber genau funktioniert, erkläre ich euch in einem anderen Video. Sollte von oben gesehen etwas komplett den Sichtkorridor blockieren, muss ich von der Seite feststellen, ob meine Einheit ihr Ziel sehen kann. Ganz logisch von Höhen der Augen meiner Einheit. Auf der Gegenseite muss ich mir mein Ziel wie einen aufrecht stehenden Zylinder vorstellen. Dieser Zylinder hat den Durchmesser der Base, auf der die Einheit steht, und die Oberkante des Zylinders ist der Hauptkörper der gegnerischen Einheit. Diesen Zylinder muss ich mir dann quasi vorstellen, das ist das Ziel, was ich dann eben sehe. Das heißt aber auch wiederum, dass ich einzelne herausragende Spitzen oder Zacken zwar in Wirklichkeit mit meinem Auge sehe, es aber trotzdem nicht ausreicht, um erfolgreich eine Sichtlinie bilden zu können und die gegnerische Einheit somit regeltechnisch zumindest komplett verdeckt ist. Wenn ich erfolgreich eine Sichtlinie bilden kann, muss ich als nächstes messen, ob ich meinen Gegner mit zum Beispiel der Fertigkeit oder dem Fernkampfangriff erreiche, ob ich da rankomme. Bei Rapture darf man nämlich nicht jederzeit einfach irgendwas messen. Nein, ich muss vorher genau die Aktion, die ich ausführen möchte, ansagen. Erst dann darf ich den Maßstab oder das Lineal anlegen, und zwar nur für diese eine Aktion. Sollte ich aber beim Messen eines Fernkampfangriffs zum Beispiel merken, dass ich doch nicht an mein Ziel rankomme, verfallen meine Kosten aber nicht und ich darf dann einfach etwas anderes machen. Interessant wird es zum Beispiel bei Schablonenwaffen. Dort messe ich zuerst die Reichweite mit einem Maßband und markiere, wo der Mittelpunkt der Explosion sein soll. Erst danach wird eine Schablone auf diesen Mittelpunkt gelegt, erst dann sehe ich auch tatsächlich, was ich da eben getroffen habe. Mit Schablonenwaffen kann man nämlich auch mal gerne seinen eigenen Einheiten Schaden zufügen, und würde man da die Schablone gleich vorher beim Messen anlegen können, braucht man sie eigentlich auch gar nicht auflegen. Ne? Ja, ich platziere die Schablone natürlich so, dass ich nur deine treffe, ist klar, oder? Also so soll es halt eben nicht sein. Wie messe ich nun aber richtig? Bei einer Bewegung messe ich zum Beispiel von der Vorderkante des Modells. An der Vorderkante hört dann die Reichweite auch entsprechend auf. Bei 15 cm Bewegung wäre das so: Ich lege den Maßstab hier an die Vorderkante an und bewege die Einheit mit der Vorderkante der Base bis zu den 15 cm hier auf dem Maßband. Das gleiche kann ich natürlich auch von der hinteren Kante der Base machen, dann eben auch bis zur Hinterkante. Ich darf das nur nicht mischen, also mit der Vorderkante zum Beispiel anfangen und dann die Einheit mit der Hinterkante auf das 15 cm Maß stellen, also so wie hier gezeigt. Dann nämlich würde ich mit dem Base-Durchmesser noch zu meiner Bewegungsreichweite hinzuschummeln und mich dann in diesem Beispiel in Wirklichkeit 18 cm bewegen, statt den erlaubten 15 cm pro Bewegungsaktion. Reichweiten für Fertigkeiten oder Fernkampf werden ebenfalls von Base-Außenkante bis Base-Außenkante gemessen. Umkreiseffekte werden auch von der Base-Außenkante gemessen, nicht etwa von der Base-Mitte. Ihr erkennt Umkreiseffekte an der Formulierung im Umkreis im Fertigkeitentext. Wenn hier zum Beispiel unsere Abyss-Schildkröte die Fertigkeit Kreischen einsetzt, ist dies ein Umkreiseffekt. In der Fertigkeitenbeschreibung ist der Umkreis mit 7,5 cm angegeben, also setze ich den Maßstab am Rand ihrer Base an und messe eben im Umkreis, was ich innerhalb von 7 cm alles mit der Fertigkeit erreichen würde. Nun weiß ich also, wie ich richtig messe und wie ich eine Sichtlinie bilden kann. Mit diesem Wissen kann ich nun Aktionen ausführen. Wie im vorherigen Video erklärt, wenn ich eine Einheit auswähle und aktiviere, kann ich damit Aktionen machen. Wenn gegnerische Aktionen eine Einheit von mir als Ziel haben, kann ich unter Umständen auch eine Reaktion ausführen, obwohl ich gar nicht selber dran bin. Welche Aktionen gibt es aber?
Nun, grundsätzlich ist alles, was ich in Rapture machen kann, eine Aktion. Seien es Kampfhandlungen, Interaktion mit Gelände, Ausführen von Fertigkeiten oder Erledigen von Missionszielen. Meine Aktionen bezahle ich mit den Aktionspunkten, die meine Einheit zur Verfügung hat und die zu Beginn jeder Runde auch wieder aufgefüllt werden. Ebenso verhält es sich mit den Reaktionspunkten. Diese benutze ich, um auf bestimmte Aktionen meines Gegners mit meinen Reaktionen antworten zu können. Dabei geht es bei Rapture immer nach einem wichtigen Grundsatz. Jede Aktion muss in sich abgeschlossen sein, auch mit einer zugehörigen möglichen Reaktion. Das ist quasi immer eins. Erst wenn eine Aktion vollständig abgeschlossen und komplett abgehandelt ist, darf ich eine andere Aktion ansagen und auch ausführen. Diesen Grundsatz müsst ihr immer im Kopf behalten, auch wenn es um unklare Regelfragen und Reihenfolgen geht, wann welcher Effekt genau wirkt und wie was in welcher Abfolge passiert. Und auf eine Reaktion kann ich nicht wiederum mit einer Reaktion reagieren. So gut wie alle Aktionen kosten mich einen oder mehrere Aktionspunkte und haben dazu auch ein Rundenlimit, wie oft ich diese Aktionen jeweils benutzen kann. Ebenso kosten mich auch Reaktionen Reaktionspunkte. Diese kann ich aber unbegrenzt oft benutzen, solange ich eben noch Reaktionspunkte zur Verfügung habe. Ich muss also auf jeden Fall mit meinen Aktions- und Reaktionspunkten taktisch haushalten, um das Maximum aus jeder Runde für meine Seite rausholen zu können. Welche Aktionen und Reaktionen gibt es nun aber? Naja, im Schnelldurchlauf gibt es folgende Aktionen: Bewegung, Nahkampfangriff, Fernkampfangriff, Rückzug, Brandlöschen, Aufstehen, Leiter benutzen, Tür benutzen, Herunterspringen, Sprung, Fertigkeit und Missionsfertigkeit. Und wenn mein Gegner die Aktion Bewegung, Nahkampf und Fernkampf ausführt, die eine meiner Einheiten als Ziel haben, darf ich darauf mit einer zugehörigen Reaktion antworten. Insgesamt gibt es folgende Reaktionen: Gegenschuss auf eine Bewegungsaktion in Base-to-Base-Kontakt mit meiner Einheit, Gegenschlag und Ausweichen im Nahkampf und Schutz suchen, wenn meine Einheit beschossen wird. Wie jede Aktion und Reaktion im Detail aber aussieht und wie sie auch gespielt wird, erzähle ich euch im nächsten Video. Eine Übersicht über diese Aktionen und Reaktionen, was sie kosten und wie oft ich sie pro Runde benutzen darf, ist im Regelbuch auf der Seite 63 schön und übersichtlich aufgelistet. Zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie das Kampfsystem im Grunde funktioniert. Die Profilwerte für Nahkampf und Fernkampf sind seit dem letzten Video nun jedem bekannt. Wie funktioniert das nun aber? Also eigentlich ganz einfach. Kienna möchte hier in dem Beispiel auf Seja mit einem Nahkampfangriff schlagen. Kienna benutzt nun eine Nahkampfaktion. Er hat im Profil 4 Attacken, also 4 Würfel, und trifft erfolgreich auf die 3 oder besser. Nun sehen wir hier 3 erfolgreiche Treffer mit dieser einen Nahkampfaktion, die gegen Seja ankommen. Seja muss wiederum diese eingehenden Treffer nun blocken. Er hat durch den Widerstandswert 2 Würfel dafür und blockt hier einen, davon erfolgreich, durch eben die 5 oder besser. Es wird also ein Treffer von den 3 erfolgreich geblockt, 2 gehen durch und werden eben auch zu 2 Schaden. Und nun schaue ich nach, ob es noch irgendwelche Fertigkeiten oder Modifikationen gibt, die den Schaden verändern würden. Da hat sie ja aber nichts und die 2 Schaden werden nun zu Verwundungen. Das kreuze ich dann in meinem Lebenspunktebalken entsprechend von oben nach unten aus. Im Fernkampf ist es genau das gleiche. In dem Beispiel schießt nun Noel auf Kienna. Noel hat dafür 5 Schuss, also 5 Würfel, auf die 3 oder besser. Hier sind es nun also 3 erfolgreiche Treffer. Kienna muss diese Treffer blocken, er hat dazu einen Widerstandswert von 1, also hat einen Blockwürfel. Er schafft den Blockwurf nicht und die 3 Treffer werden nun zu 3 Schaden. Kienna hat aber die passive Fertigkeit Schuppenhaut, die immer aktiv ist und den erhaltenen Schaden um 1 reduziert. Aus den 3 Schaden werden also nur 2 Verwundungen und nur diese 2 Verwundungen werden dann auch ausgekreuzt. In diesen Beispielen haben wir erstmal auf die Reaktion oder auch auf Deckung verzichtet. Das gibt es dann wie gesagt in den nächsten Videos. Für heute war es das aber von mir. Danke fürs Anschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, folgt uns auf unserem YouTube-Channel und auf Social Media und kommt in unser Discord. Die Links dafür findet ihr immer in der Beschreibung hier unter diesem Video. Teilt dieses Video gerne an eure Freunde und Bekannte, um so immer mehr Mitspieler für euch und für Rapture zu begeistern. Postet eure Spielberichte immer auf jeden Fall in unserem Discord-Kanal und benutzt auf Facebook oder Instagram immer den Hashtag RaptureTheGame. Macht's gut und bis zum nächsten Mal in der Welt von Rapture.